Jetzt gibt es erstmal ein anderes wichtiges Thema: Kinderpornografie im Internet. Ein widerliches Thema und ein immer größeres Problem. Seiten mit perversen Inhalten sind laut BKA sprunghaft angestiegen. Dagegen ist, zumindest öffentlich, natürlich jeder, allen voran die Bundesfamilienministerin. Und so hat sie in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt. Zusammen mit Internetanbietern will sie das miese Millionengeschäft unterbinden, den Zugang auf Kinderpornoseiten blockieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt vor, doch viele Experten sind skeptisch. Anne Rupprecht und Tina Schober über gut gemeinte Absichten und eine schlecht gemachte Barriere. Kinderpornografie im Internet. Furchtbare Fotos von Kindern. Missbraucht, entwürdigt, sexuell gequält. Ein Skandal, der alle berührt. Kinderpornografie im Internet ist die Vergewaltigung von Kindern vor laufender Kamera. Es sind Schulkinder, es sind kleine Kinder, es sind Säuglinge. Die Opfer werden immer jünger, die Taten werden immer brutaler. Es ist das schiere Grauen. Dieses Grauen will sie nun stoppen. An ihrer Seite mehrere Internetanbieter. Ihre gemeinsame Botschaft: Wir wollen nicht länger tolerieren, dass die Vergewaltigung von Kindern massenhaft im Internet in Deutschland abrufbar ist und deshalb die Sperrung dieser Seiten einleiten. Und deshalb Stopp der Kinderpornografie. Das klingt gut, liefert der Ministerin gute Schlagzeilen und schöne Fotos. Und dennoch gibt es heftige Proteste. Diese Demagogie mit dem Sperrbegriff, den Leuten zu suggerieren, die Inhalte wären danach weg, das ist einfach unlauter. Das geht nicht. Das geht überhaupt gar nicht und schon gar nicht bei diesem Thema. Dieses Thema ist extrem brisant und sie treten hier, also die Regierung tritt hier auf den Gefühlen von Opfern herum, weil wir doch ganz genau wissen, es geht doch gar nicht um uns. Also auch nicht um ihn. Christian Bahls wurde als Kind sexuell missbraucht. Er hat jetzt eine Initiative gegründet, Mogis, Missbrauchsopfer gegen Internetsperren. Das Opfer wehrt sich gegen die Politik der Ministerin. Ja, sie tut eben gerade nichts. Sie tut genau gar nichts. Sie macht jetzt hier Wahlkampfgetöse, sie macht genau dasselbe, was in Familien passiert, wenn ein Missbrauch aufgedeckt wird. Da redet man nicht drüber. Das möchte keiner sehen. Und genau das ist es, das möchte keiner sehen und wir tun jetzt ein Stoppschild davor. Die Wut der Opfer gegen das bloße Stoppschild der Ministerin gegen Kinderpornografie. Aber auch viele Experten wundern sich über die populistische Kampfansage. Wir sind im Wahlkampf. Und im Wahlkampf zählt die Botschaft an die dumme Bevölkerung: Wir machen das jetzt mal zu, dieser Kram muss da irgendwo mal verschwinden. Und deshalb geht es auch hier nicht um effiziente Gesetzgebung. Es geht um reinen Symbolismus mit dem Blick, wir haben bald Bundestagswahlen. Und deshalb protestieren immer mehr gegen dieses Stoppgesetz. Sie fordern mehr als nur simple Sperren im Kampf gegen Kinderpornografie. Der Widerstand formiert sich auch im Internet. Eine Petition an den Deutschen Bundestag hat Zehntausende mobilisiert. Es war unglaublich, dass innerhalb der ersten 4 Tage diese 50.000 Stimmen erreicht wurden. 50.000 Stimmen braucht man, um vor diesen Petitionsausschuss zu kommen. Und es war einfach gigantisch. Also die Leute haben so zahlreich gezeichnet, diese Petition, dass der Server zum Erliegen kam. Es ging teilweise gar nichts mehr. Und ja, es ist fantastisch. Mittlerweile unterstützen mehr als 80.000 diese Petition. Das Wahlvolk protestiert online und agitiert gegen die Sperrpläne im Internet. Die Politik reagiert hilflos. Das macht mich schon sehr betroffen, wenn pauschal der Eindruck entstehen sollte, dass es Menschen gibt, die sich gegen die Sperrung von kinderpornografischen Inhalten sträuben. Und das ist halt Totschlagsargument und so wurde ja auch die Diskussion geführt. Das ist auch, wie gesagt, einer der Gründe gewesen, diesen Verein zu gründen, gerade wegen der Art und Weise, wie die Diskussion geführt wurde, mit diesem Totschlagsargument. Wer nicht für uns ist gegen uns. Wer dagegen ist, der ist ein Kinderpornograf. Das stimmt einfach nicht. Das haben wir in der Petition ja auch ganz klar formuliert. Wir sind natürlich dafür, dass etwas dagegen getan wird, aber sinnvolle Maßnahmen und nicht sowas. Nicht sowas wie die geplanten Sperren. Die sollen den Nutzer eigentlich daran hindern, Seiten mit Kinderpornos zu öffnen. Bei der Eingabe der Adresse wird er umgeleitet auf ein Stoppschild. Ähnliche Sperren gibt es bereits in anderen Ländern. ZAP hat die ausländischen Sperrlisten geprüft. Das erschreckende Ergebnis: Viele dieser Kinderpornoseiten befinden sich auf Servern in Ländern mit wirksamen Gesetzen gegen Kinderpornografie. Demnach müssten diese Seiten nicht nur gesperrt, sondern gleich ganz gelöscht werden. Doch sie sind nicht alle gelöscht.
Auch diese Seite nicht. Eine deutsche Seite. Sie führt zu grausigen Kinderpornos. Über Links wie Young Baby Hardcore oder No Daddy, Stop Please. Kinderpornoseiten seit Monaten auf Sperrlisten und dennoch noch immer im Netz. Nicht nur Opfer sind da empört. Handeln statt wegschauen und löschen statt sperren. Sperren bedeutet nicht entfernen. Löschen. Löschen statt sperren. Ist ganz wichtig, dass die Regierung das begreift. Es ist auch nicht effizient, weil die technischen Umgehungsmöglichkeiten für solche Sperren so enorm sind, dass meine Tochter mit 2 Handgriffen solche entsprechende Sperren umgehen könnte. Und im Internet finden sich dafür die Anleitungen. Videos zeigen, wie mit einigen wenigen Klicks die Browser-Einstellungen so verändert werden können, dass man weiterhin auf die eigentlich gesperrten Kinderpornoseiten zugreifen kann. Schnell und kinderleicht. Doch die Ministerin lässt sich davon nicht beirren. Sie posiert weiter mit ihrer Stopp-Parole. Viele Experten macht das ratlos und wütend. Sie wissen um die Gefahren. Alle Nutzer, die auf eine Stopp-Seite umgeleitet werden, werden erfasst. Ihre Daten können an das Bundeskriminalamt weitergeleitet werden. Ein Link zu viel, wenn auch nur aus Versehen, mit schlimmen Folgen. Im Extremfall kann es also heißen, ich klicke ganz aus Versehen auf so einen Link, sehe das Stoppschild und 2 Wochen später habe ich die Polizei im Haus stehen mit dem Durchsuchungsbefehl. Doch das Bundeskriminalamt verfolgt nur die, die auf dieser Stoppseite landen. Die, die sie umgehen, haben nichts zu befürchten. Das ist der größte Witz in Tüten eigentlich. Diejenigen, die die Sperre umgehen, werden nicht erfasst. Ne? Also die umgehen ja die Sperre, landen also nicht in diesen Server-Logs der Strafverfolgungsbehörden und können auch so nicht belangt werden. Also diejenigen, die tatsächlich in böswilliger Absicht Kinderpornografie abrufen wollen, kommen ungeschoren davon. Es ist also absurd, dass im Grunde nur die armen Schweine erwischt werden, die keine Ahnung haben und 98% ganz fröhlich das tun können, was sie bisher auch gemacht haben. Das zeigt, es geht um symbolische Gesetzgebung und nicht mehr. Symbolische Gesetzgebung mit möglichen Folgen für alle Nutzer. Denn das Internet ist ein Mitmachmedium. Jeder kann in Foren und auf Plattformen Inhalte einstellen. Wenn nur einer auf eine verbotene Seite verlinkt, kann das am Ende alle treffen. Es werden nicht Seiten gesperrt, sondern es werden Domains gesperrt. Und Sie müssen sich mal vorstellen, zum Beispiel ein Zeitschriftenverlag, der ein Forum betreibt. Ne? Da kommt ein Kinderpornografie-Link von irgendeinem Nutzer ins Forum und dann ist der Auftritt des Verlages weg. Das könnte beispielsweise auch Spiegel Online passieren. Ein falscher Link, statt Nachrichten gäbe es dann das Stoppzeichen. Oder StudiVZ, das Online-Treffen mit Freunden wäre abrupt zu Ende für alle. Was mit Sperren gegen Kinderpornografie beginnt, kann alle treffen. Darauf machen die Gegner aufmerksam, kämpfen gegen die Zensur. Das ist ganz klar das Problem, dass es eben nicht dabei bleibt. Also wir haben ja jetzt schon von allen möglichen Seiten gehört, was als nächstes kommen könnte. Die Musikindustrie möchte gegen geklaute Musik und Filme vorgehen. Und das ist erst der Anfang, ganz klar, ja. Im Hintergrund geht es eben um die Lobbyleute aus der Musikindustrie, um die Glücksspielleute, um Jugendschutz ganz allgemein. Also alle die warten nur, liegen schon in den Startlöchern. Und auf reinen Zuruf dieser Leute sollen dann eben große Teile des Internet abgeriegelt werden. Und hier wird bestimmt, was abgeriegelt werden soll, im Bundeskriminalamt. Die Ermittler sollen Sperrlisten erstellen, geheime Listen. Es gibt keine richterliche Kontrolle, die ist nicht vorgesehen. Das heißt, eine Behörde hat hier völlig unkontrolliert von allen freiheitsstaatlichen Vorgaben die Möglichkeit, ganz große Sperrbereiche aufzubauen und eben die Bevölkerung auszuforschen, was ihr Nutzungsverhalten angeht. Eine Ministerin inszeniert sich medienwirksam mit ihrem Stoppschild und hofft, dass niemand Fragen stellt, dass alle glauben, was sie sagt. Bei vielen Demonstranten ist sie längst zur Zensursula geworden, zu einer Politikerin, die Gutes will, aber Schlimmes bewirkt. Experten und Internetnutzer fürchten am Ende sogar chinesische Verhältnisse. Das Schlimme nur bei dem Ganzen ist, es leiden dabei alle rechtsstaatlichen Freiheiten und es leidet der arme Privatnutzer, der verfassungslos vor dem Internet steht und sagt, warum kriege ich jetzt ganz viele Inhalte nicht mehr, obwohl sie gar nicht verboten sind. Er will, dass endlich tatsächlich etwas geschieht gegen Kinderpornografie.
Christian Bahls weiß längst, simple Stoppschilder bewirken nichts. Das ist genau dasselbe, was in Familien passiert, in denen Missbrauch aufgedeckt wird. Das wird einfach geleugnet. Da wird dem Kind nicht geglaubt. Da wird anstatt einer Verfolgung wird eben lieber ein Mantel drüber gelegt. Und das ist genau jetzt hier der Fall. Das ist quasi die Regierung vollzieht im Großen nach, was im Kleinen in einer Familie passiert, in der Missbrauch geschieht. Natürlich hätten wir sehr gerne mit der Bundesfamilienministerin über das Thema gesprochen, und zwar vor unserer Kamera, doch die, Sie ahnen es, nicht mit uns. Mehr Informationen finden Sie aber im Internet unter www.ndr.de/zap.